bin der Andi. Ich bin Leiter in der Bildhauerei und Theaterplastik. Wir haben ein wunderschönes Projekt verwirklichen für den Ring des Nibelungen. Wir konnten Drachen machen, die bewegt sein sollen. Der Entstehungsprozess von dem Drachen läuft über das Modell, das man da schön sieht. Also man tut alle Bewegungen, die man machen will, im Kleinen zuerst vorbauen. Von der Funktion her, aber natürlich genauso, wie man es nachher machen will, im Grossen auch. Also es gibt das modellierte Modell von Moses. Und das habe ich mir herstellen lassen aus Schuh. Ich habe das dann verschnitten und habe eigentlich direkt angefangen zu bauen. Ich habe gewisse Sachen im Kopf schon, wie ich es machen will. Wir haben auch jetzt ein bisschen Erfahrung halt von den früheren Projekten. Und ich habe direkt angefangen zu bauen. Also ich bin der Moses, arbeite in der Theaterplastik. Meine Inspiration war vieles. Ich bin natürlich im Internet forschen, habe mir sehr viele Bilder heruntergeladen, ausgedruckt. Ich habe auch selber noch ein bisschen gezeichnet und natürlich Smaug zum Beispiel vom Hobbit, der ist natürlich bei mir immer im Hinterkopf gewesen. Ich habe dann auch ein Modell gefunden, wo ich im Internet gefunden habe, bei einer Firma, die so 3D-Modelle anbietet zum Kauf. Und die haben mir auch sehr gefallen an Bühnenbildern. Ursprünglich hat das ganz anders ausgesehen, das Ding, eher so ein Schleichteil. Und dann sind wir schon ein bisschen mehr ins Realistische gekommen und schlussendlich hat es wunderbar funktioniert. Also, ja. Ich konnte Modell machen, ich konnte am grossen Drachen, also den Kopf zum Beispiel habe ich gemacht jetzt. Aber ich habe natürlich auch Hilfe gebraucht. Also wir sind ein grosses Team. Und da hat es Leute gehabt, die mir dann geholfen haben, auch kaschieren, sei es beim Stoff zuschneiden. Da haben wir also ganz viel Hilfe gebraucht. Das mache ich nicht allein. Das ist noch etwas Wichtiges. Ja. Also allein geht das nicht. Das ist ein Team, das das schafft. Ja. Der Unterschied zwischen dem Rheingolddrachen und dem Siegfried kann ich euch schnell zeigen. Es ist schon einmal Grösse. Das seht ihr jetzt gerade. Ja. So, Drache Siegfried, Kopf, und hier haben wir den Rheingolddrachen. Das ist alles im Maßstab 1:5, also dass man es mal so sieht. He? Ziemlich doppelt so gross, würde ich mal sagen. Und natürlich viel toller so. Es wirkt einfach besser und ich kann noch viel mehr mit Details arbeiten, ja? Was eigentlich wirklich lässig ist. Ja. Die Idee im Kopf, die ist natürlich seit Rheingold, seit Andreas bei mir war, nochmal ein Jahr eigentlich vor Rheingold. Seitdem ist die Idee im Kopf, wie machen wir das, wie versuchen wir das zu verwirklichen. Stundenmäßig kann ich das gar nicht sagen, das sind unheimlich viele Stunden. Wir haben hier das Modell von dem Drachen für Siegfried. Die Idee von Andreas war eigentlich, dass der wie wild durch die Türen schaut. Das Maul kann aufmachen, der Kopf hin und her kann, der Kopf kann auch drehen, so schwenken. Möglichst eine grosse Bewegung. Zusätzlich natürlich kann das Maul aufmachen und kann eigentlich brüllen. Ja, so kann man halt maximale Beweglichkeit auch zeigen auf der Bühne. Die Bewegungsmechanik, die man hier sieht, im Kleinen, oder? Man kann das Maul aufziehen mit dieser Querstange. Man kann den Kopf nach oben machen, man kann den Kopf nach unten machen, man kann nach rechts und nach links schauen. Und ganz genau gleich ist das nachher in der Metallwerkstatt grösser gebaut worden. Es ist gar nicht viel dazugefügt worden, es ist einfach viel stabiler. Man unterschätzt natürlich im kleinen Modell unterschätzt man immer Gewicht, das plötzlich auftreten, weil halt wenn das alles aus Stahl ist, wird das viel schwerer. Wir haben einen ganz langen Hals, das heisst einen ganz langen Hebel, wo da hinten auch gewichtsmäßig dann muss ausgeglichen werden. Oder? Bei mir ist das so ein kleines Rugeli. Beim grossen Drachen sind da etwa 500 Kilo, die gegendrücken, dass der ganze Wagen nicht umgeht. Wir brauchen noch einen Drachen, dann machen wir es noch ein bisschen besser.